Hallo und herzlich willkommen zurück auf potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Fehler bei der Aufnahme. Es geht um Fehler, die du schon im Feld vermeiden kannst, damit es dann bei der Nachbearbeitung nicht zu bösen Überraschungen kommt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Beim ersten Punkt geht es um das Thema zu hoch, zu weit weg. Ihr seht jetzt hier ein Beispiel von einem Start einer Phantom 4. Der Gimbal 90 Grad nach unten gerichtet, was sowieso nicht toll aussieht. Und da jetzt der ungeschnittene Steigflug, der dauert jetzt so 1 Minute. Klar gibt es das ein bisschen eine Übersicht, wie die Region dort aussieht, aber ihr seht ja rundum, ihr seht nichts, ist ja kein Fischei. Gewöhnt euch daran, bei nichtmenschlichen Zielen näher ran und tiefer zu fliegen. Das bringt viel mehr Spannung rein und macht von der gleichen Szene mehrere Takes. Dann hast du beim Edit viel mehr Möglichkeiten. Aber denk bitte daran, lieber 200 Meter weiter laufen für einen begleiteten Tiefflug, als die Drohne zu verlieren. Hier in der Kurve hier habe ich 4 Anläufe gebraucht und bin 3-mal im Gebüsch gelandet. Ich selbst stehe aber auch bei dieser Aufnahme in der Kurve gleich rechts am Bildrand, weil je tiefer und schneller, desto gefährlicher und größeres Risiko für die Drohne. Hier seht ihr ein weiteres klassisches Beispiel. Ich filme mit meiner Mavic 2 Pro die Phantom 4 meiner Tochter, die hier gerade im Landeanflug ist. Man sieht praktisch nichts auf den Aufnahmen. Wenn man nicht weiß, dass da in der Mitte eine Drohne ist, dann sieht man die fast nicht. Das ist einfach zu weit weg. Hier nun das Beispiel, wie es richtig gemacht wird. Geht näher ran, schaut, dass ihr auf der gleichen Höhe seid, und dann macht ihr tolle Aufnahmen. Fliegt tief. Wie ihr in diesem Teil hier seht, gibt es ein richtiges Empfinden von Speed, weil die Drohne so tief fliegt. Ihr könnt dann immer noch, wie jetzt, dann aufschießen über dem Ziel und langsam in die Höhe gehen. So bringt ihr viel mehr Spannung rein. Hier noch gleich ein weiteres Beispiel für tief anfliegen und dann aufschießen für die Übersicht. Und auch hier kommt wieder ein fotografischer Grundsatz zum Thema. Wenn du denkst, du bist nah dran, geh noch einen Schritt näher ran. Auch solche Close-ups können wir mit unseren Drohnen machen. Aber auch hier denkt daran, geht nahe ran. Ich habe euch jetzt hier 3 Beispiele. Zuerst die 3 Originalaufnahmen, wie sie gemacht wurden, und dann die gleichen Aufnahmen, die dann digital nacheditiert wurden, um ein bisschen Spannung und ein bisschen Action reinzubringen und Bewegung, weil sonst sind die Aufnahmen einfach langweilig. Ihr seht hier auch bereits, wie man mit einer digitalen Zoomfahrt zum Beispiel mehr Bewegung reinbringen kann. Dazu mehr, aber erst in Teil 5. Damit kommen wir zu Tipp Nummer 2 mit dem Thema keine großen Richtungsänderungen. Da ist sowohl die Flugbewegung gemeint, wie auch die Gimbalbewegung. Es ist für den Zuschauer extrem verstörend, wenn ihr zum Beispiel hier erstmal gegen Norden losfliegt, dann stehen bleibt, wieder zurückgeht, dann ein bisschen schwenkt, das viel zu schnell, dann bleibt ihr wieder stehen, korrigiert wieder zurück, bevor ihr dann eigentlich richtig losfliegt. Das sind einfach keine tollen Aufnahmen, wie wir sie wollen. Entscheidet schon am Anfang, in welche Richtung ihr fliegen wollt, und auch hier wieder, geht tief, aber steht neben eurer Drohne. Das gibt ein viel besseres Gefühl von Speed. Und ihr seht, die Aufnahme ist viel ruhiger, keine Richtungsänderung, kein unnötiger Gimbalschwenk.
Hier habt ihr nochmal die gleiche Richtung, auch wieder tief gestartet und dann näher über die Bäume als vorher. Auch das bringt viel mehr Spannung in den Film und fesselt den Zuschauer viel mehr. Er sieht ja noch nicht, was dann dahinter kommt. Schon sind wir bei Tipp Nummer 3. Nutzt die technischen Features eurer Drohnen. Hier habe ich mit einer Mavic 2 versucht, die Phantom 4 im Blick zu behalten und immer in der Mitte des Screens zu behalten. Ihr seht, ich fliege immer wie weiter weg, ich kann die Mitte fast nicht halten. Macht es doch so wie diese Aufnahmen hier. Ich habe über der Kirche einen GPS-Punkt gesetzt mit dem Point-of-Interest-Modus und fliege so automatisiert rund um die Kirche. Ihr seht jetzt aber hier auch, dass eigentlich die Aufnahme, sie ist ruhig, aber sie ist lange, viel zu lange. Wie ihr da Abhilfe schaffen könnt, zeige ich euch im Teil 5 Editing. Ein weiterer cooler Modus unserer DJI-Drohnen ist der Rocket-Modus. Dabei steigt die Drohne völlig autonom in einem ganz ruhigen Flug mit ruhig geschwenktem Gimbal mehr oder weniger senkrecht nach oben, macht ihr eine Aufnahme und danach kommt sie automatisch wieder zurück. Die Szene hier wäre grundsätzlich etwas für das Thema Follow-Me-Modus. Ich habe aber persönlich das Problem, ich traue dem Ding überhaupt nicht. Ich fliege nie im Follow-Me-Modus. Ich habe das natürlich mit dem Fahrrad und mit dem Auto mal ausprobiert, aber es ist mir einfach zu gefährlich. Deshalb fliege ich solche Sachen lieber manuell. Tipp Nummer 4. Wieso nicht mal rückwärts fliegen? Die Frage ist allerdings, und das ist dann im Auge des Betrachters, fliege ich jetzt hier wirklich rückwärts oder lasse ich das Video rückwärts laufen? Ihr seht jetzt hier das gleiche Video, genau in der anderen Reihenfolge. Was ihr wirklich aufgenommen habt, das wisst nur ihr selbst. Beim Rückwärtsfliegen ist einfach zu beachten, dass die Sensoren nicht so gut funktionieren wie beim Vorwärtsflug. Also seid da vorsichtig. Damit kommt schon Tipp Nummer 5. Denkt bereits daran, an eure spätere Arbeit für das Editing und für den Upload. Hast du für das Intro deines Films, hast du Bilder, hast du kurze Videosequenzen gemacht, hast du ein kontrastreiches Bild für das Thumbnail auf YouTube, vielleicht willst du auch noch Filmaufnahmen mit dem Mobile oder von einer GoPro oder von einer Spiegelreflex einfügen. Denk daran, diese Aufnahmen jetzt zu machen, weil wenn du dann am Editing bist, dann ist es zu spät. Und denk auch daran, lieber ein paar Fotos zu viel als zu wenig, weil wenn du 5 Fotos fürs Intro brauchst und du machst genau 5 Fotos und eines davon ist scheiße, dann bist du auf verlorenem Posten. Nice to know. Nice to know. Denkt bitte daran, das Care-Paket von DJI greift nur, wenn du die beschädigte Drohne noch hast. Wenn du sie also in einem See versenkst oder in 25 Meter Höhe in eine Baumkrone parkierst, dann zahlt DJI keinen Fünfer. Ich habe etwas gehört, dass es da auf 2021 eine Anpassung geben sollte, aber ich handle das immer noch nach den alten Angaben von DJI, solange ich da nichts Neues gehört habe. Wenn du langsam fliegst und filmst und es dann in der Nachbearbeitung schnell laufen lassen willst, achte doch bitte darauf, dass du die Autofahrer nicht zu Raser machst. Also mach doch deine Aufnahmen dann, wenn gerade kein Auto kommt. Das Thema mehr Schein als Sein. Wenn ihr regelmäßig in bewohnten Gebieten fliegt, lasst euch ein T-Shirt oder eine Jacke bedrucken mit irgendeinem Firmennamen und zum Beispiel unten am Rücken Pilot. Durch solch ein Auftreten wirkt man professioneller und es kommt einem nicht gleich jeder Passant blöd anmachen, von wegen, dürfen Sie das überhaupt? Druckt euch auch ein paar Visitenkarten
mit Webseite und Mailadresse, die ihr abgeben könnt. Es haben viele Leute Freude, wenn du ihnen sagst, schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei. Da finden Sie den Link zu unseren YouTube-Videos. Da werden Sie in ein paar Wochen auch die Aufnahmen von Ihrem Dorf finden. Nutzt hier ganz bewusst den Begriff unsere Webseite, nicht meine Webseite, und unsere Videos und nicht meine Videos. Auch das macht einen viel professionelleren Eindruck. Damit sind wir am Ende des 3. Teils angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar, und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal mit Glocke. Danke dir!